Hallo liebe Zuschauer, heute nehme ich euch mal mit zu einer Multimillionen-Villa. Die gehört einem Freund, der hat hier vor 3 Jahren abgeschlossen, wie die Pandemie anfing. Er wollte nicht die Kosten bezahlen monatlich, einige tausend Euro, Wartungskosten, nachgucken und aber weiß was alles. Und jetzt nach 3 Jahren, die Villa ist, ja, man kann sagen, schon nicht kaputt, aber renovierungsbedürftig. Und da gehen wir jetzt mal gucken, wie es da aussieht. Ja, die Villa ist am Ende vom Ban Rak zu Changmong hin, auf dem Berg, sehr exklusiv. Hier wohnen also Top-Manager, wie zum Beispiel der Manager von der Rolling Stones, Pink Floyd und mein Freund. Ja, hier geht schon ein Tor auf und das ist also alles abgesperrtes Gebiet hier. Ja, er hatte seine Villa mal vor 4 Jahren auf den Markt gebracht für 8 Millionen $. Da ist aber nicht für weggegangen. Ja, sie ist gerade abgeschlossen. Ich warte jetzt noch auf den Manager von dieser Firma, die das wieder herrichten soll. Ich habe natürlich eine ganz besondere Beziehung zu dieser Villa. Sie heißt Skyfall und die mich kennen, wissen, dass ich hier geheiratet habe. Ich habe damals 2015 die Anna geheiratet. Und mein Freund hatte mir damals erlaubt, also für 3 Nächte hier zu übernachten, zu einem Freundschaftspreis. Normalerweise kostet hier die Villa, wenn man alle Zimmer belegt, $2.500 pro Nacht. Ja, Andrew ist gerade gekommen, der hat die Villa mal aufgeschlossen. Er sagte mir, ein ganz großes Problem war natürlich das, oh Jemine. Also ich würde mal ein paar Bilder hier einblenden, wie es ausgesehen hat vorher. Er tut einem richtig weh im Herzen. Aber trotz alledem, finde ich, hat mein Freund die richtige Entscheidung getroffen und hat alles abgestellt. Hier hatten wir unsere Hochzeitsparty, das Essen. Viele Erinnerungen sind dran. Hier haben wir gesessen. Ich war bei mancher Party dabei, auch wo das Königshaus von Malaysia hier war. Er ist mit der Prinzessin von Malaysia zusammen, schon seit über 10 Jahren. Eine sehr nette, sympathische Frau, die er da kennengelernt hat, vor über 10 Jahren. Also hier hat sich die Prominenz die Hand gegeben. Die sind mit Privatjets angekommen, mit Privatjachten und das ist die High Society. Ich glaube, nicht jeder kann sich denn auch so einen Platz leisten, zu wohnen. Zur Erklärung, da hinten sieht man Big Buddha, rechts davon der Ausläufer, da ist der Yachthafen, der kleine Yachthafen. So wie ich gehört habe, soll ja auch im Ban Rak ein Yachthafen noch gebaut werden für die größeren Yachten. Da eben habe ich schon gesagt, da hinten die kleine Privatinsel, die 2 hat ein Bekannter von mir erworben, die Familie. Ja, und da ganz hinten sieht man ja Koh Phangan. Und da hinten ist schon Changmong und hier unten ist der Pool. Schlimm. Fliesen sind runtergefallen. Ja, wenn er natürlich jetzt so denkt, er hätte sowieso renovieren müssen. Hier das Holz, alles ist natürlich angegriffen durch die Sonnenbestrahlung. Er hat Gott sei Dank doch, da hat Termiten da drin. Da sieht man Termiten, Löcher, dass er jetzt das Geld investiert, was er die 2 Jahre gespart hat, dann hat er wieder eine neue Villa. Er wusste natürlich nicht, dass die Pandemie jetzt so lange dauert.
Aber wenn man mal nachrechnet, ich glaube 3.000 oder 4.000 Euro musste er jeden Monat bezahlen für die Villa, damit die unterhalten wird. Und man muss bedenken, die hat so 1.500 Quadratmeter Grundfläche, also Wohnfläche. Hier seht ihr mal eine wunderbare Aussicht. Und die mein Hochzeitsvideo gesehen haben, die kennen auch diese Statue, die ist von Termiten zerfressen worden. Das hat also jetzt nichts mit der Pandemie zu tun. Skyfall ist jetzt über 9 Jahre alt. Ich glaube 2010 ist sie fertiggestellt worden. Und mein Freund sagte jetzt, okay, die sieht jetzt schlimm aus, aber dieses Geld, was ich jetzt eingespart habe, in eine komplette Renovierung investieren. Die war sowieso so weit, die war 8, 9 Jahre alt, hier und da ist dann auch schon der Lack ab gewesen. Und da hat er sich gesagt, okay, jetzt wird die ein paar Monate komplett überarbeitet, dass sie wieder wie neu aussieht und dann kann man sie auch wieder zu Weihnachten vermieten. Wer mietet so ein großes Ding? Das sind Hochzeitsgesellschaften, genauso wie ich es damals auch gemacht habe mit Anna. Hier gehen wir mal in den unteren Bereich. Und es war auch mal eine französische Filmgesellschaft, die hat hier einen Monat die gemietet, natürlich zu einem Sonderpreis, und hat hier Reality-Show gemacht. Das heißt, hier waren mehrere Pärchen und die sollten zusammenkommen oder nicht zusammenkommen. Und das ist dann im französischen Fernsehen ausgestrahlt worden. Die Villa ist dadurch sehr bekannt geworden. Man muss sich vorstellen, die Villa hat 8 Schlafzimmer, 8 Badezimmer, einen eigenen Kinosaal, einen Aufzug, 4 Stockwerke hoch, ein eigenes großes Stromaggregat. Hier fehlt es an nichts. Mein Freund hat auch damals die ganze Innenarchitektur machen lassen. Die ganzen Möbel hat er aus dem asiatischen Bereich kaufen lassen. Und das sieht man natürlich, dass hier ein Fachmann die Innenarchitektur auch ausgeführt hat. Hier kommen wir im unteren, größeren Saalbereich. Da hinten geht es zum Fahrstuhl. Da ist der Fahrstuhl. Ich kann mich noch beim letzten Besuch erinnern, hier in dem Zimmer, da sind die Fliesen, da oben sieht man, die Spiegel sind runtergekommen. Die Verklebung hat also das nicht gehalten. Hier ist alles kaputt und da draußen liegen auch noch Spiegel. Aber er hat das große Glück, dass kein Schimmel im Haus ist. Ich will jetzt nicht jedes einzelne Zimmer mit euch durchgehen. Ist das nicht eine fantastische Aussicht? Die Häuser standen auch vor 5 Jahren, da hinten noch nicht. Da hinten sieht man wunderbar Koh Phangan. Hier kann man erahnen, wie groß das ist. Wie gesagt, 4 Stockwerke hat die Villa. Ja, kein Schimmel drin. Das ist natürlich schon quasi ein Lottogewinn, nämlich alle hier Matratzen, alles ist noch alle picobello, obwohl es abgeschlossen gewesen ist. Die Türen. Ja, hier ist irgendwo das Kino. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wir gehen jetzt hier mal zum Masterschlafzimmer. Da habe ich ja auch meine Hochzeitsnacht verbracht. Das ist das Masterschlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank. Und hier ist auch alles auseinandergenommen. Also wenn mein Freund das jetzt sieht, der hat bestimmt Tränen in den Augen. Hier ist eine Dusche, Bad. Und da ist der Florenz. Hallo liebe Zuschauer. Mit einer wunderschönen Aussicht natürlich von hier aus. Einfach nur toll. Jetzt gehen wir mal hoch zum Andrew. Vielleicht kann er mehr sagen. Er sagte mir, die haben also jetzt das Strom und Wasser alles nachgeguckt. Da war ja natürlich die große Gefahr,
dass wenn man jetzt nach 2,5 Jahren es einschaltet, dass hier die Sicherungen durchknallen oder beziehungsweise Wasserleitungen defekt sind und dass dann ein größerer Wasserschaden entsteht. Hier ist Andrew, der ist der Spezialist. You are from England? I'm from Canada. Canada. But my parents are from England. Okay, and you have a business to make these big jobs? Actually, I'm a independent property broker here on the island, and this is something we do to add value to our sales. Is we have a team that can perform various renovations and refurbishments based on the needs of the clients. Aha. Also er guckt, you sell also houses. Yes. Ja, also er verkauft Häuser und guckt dann auch danach, das ist hier sehr wichtig. Ich habe ja schon mal einen Film gemacht, wenn man die Villen so abschließt. Viele sind dann voll Schimmel und dann kann man sowieso schon nichts mehr retten. Und er guckt dann wegen der Abwesenheit der Eigentümer nach diesen Villen. What is now the target for you here? Well, we have some work that needs to be done because this wonderful villa sat without guests for about 2.5 years. So we're going back and fixing some damage that occurred from the various elements, and also we're doing some replacements. So some of the air conditioners in this villa are over 10 years old, and we have more efficient units that are available now, so we're pulling some air conditioners out and replacing them. We also have to do some tile work inside and outside, and a lot of the wood in the floorboards needs to be polished, and the doors and the like. So we have various teams in doing things at certain stages with the goal of completing everything within about 2 months. Okay. Kurz übersetzt, also er sagt also, die Air Condition ist schon sehr alt, die ist 10 Jahre alt, die braucht natürlich auch unwahrscheinlich viel Energie. Ja, also neue Air Condition wird eingebracht, das ganze Holz hier muss überarbeitet werden, teilweise muss es raus und auch der Steinfußboden, der muss überarbeitet werden. Wir hatten hier auch einen Dachschaden. Ich sehe ihn jetzt gerade. Also hier oben in dem großen Loch, that was water come out. This is water damage, yep. So we need to cut out the gypsum board and then replace it and then paint it so it looks good to make for a nice guest experience. And what you calculate, you are ready? We have a chance to have a booking on October 24th. Jetzt im Oktober, am 24. hat er mit meinem Freund das abgestimmt, dass die Villa fertig sein soll, before we have Christmas and the people coming. Yeah, much before that. We're hoping to finish before rainy season, because all of the work outside with the tiles needs to dry in the sun before we can glue the tiles back on again and do the grout. And then everything just dries better when it's sunny. Okay. So we try to finish way before rainy season. Yeah. In the moment, yesterday was it raining very hard, and now it's so beautiful. It's amazing. I can have a business card from you. Then I bring under the movie your address. Thank you very much. When somebody have a problem here in Samui, they have also a villa. He can contact you. Sure. If anybody would like to sell their villa, I'm also interested. I have clients now that are looking to move here permanently, and we're running out of villas. Yeah. So please contact him or myself if you would like to sell or buy a villa here, and I'm happy to help you. Gut, danke schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.